Hallo und herzlich willkommen bei der Historischen Bergungsgesellschaft. Für unser heutiges Abenteuer sind wir an den Niederrhein gefahren und befinden uns gerade an einem großen Gewässer. Der Baggersee, den ihr in der diesigen Folge sehen werdet, ist in den 1980er Jahren durch Kiesausbaggerung entstanden, wurde renaturiert und in ein wunderschönes Gewässer verwandelt, was inzwischen als Naherholungsgebiet genutzt wird. Es wurde eine große Liegewiese eines Freibades angelegt, ein künstlicher Sandstrand und eben halt das Gewässer an sich, was insgesamt einen sehr schönen Naherholungsraum darstellt. Viele Badegäste gehen hier im Sommer gerne schwimmen und wir haben bei der ortsansässigen Gemeinde nachgefragt, ob es nicht vielleicht möglich ist, eine Kooperation auf die Beine zu stellen. Tatsächlich hat man uns sehr schnell und sehr freundlich geantwortet und uns einen Gestattungsvertrag zukommen lassen, mit dem wir hier nun das Strandbad absuchen dürfen. Genau dazu wollen wir euch heute mitnehmen und freuen uns, dass ihr uns begleitet und sagen, los geht's! Unsere Suchgenehmigung erstreckt sich über das gesamte Freibad des Baggersees und ist natürlich auch von der Archäologie noch zusätzlich bewilligt worden. Wir haben damit 3 Bereiche mit ganz unterschiedlichen Bedingungen, denn wir sehen hier einmal eine große Liegewiese, weiter hinten sehen wir einen Sandstrand und dann nochmal den See selbst und auch unter Wasser ist uns die Suche genehmigt worden. Wir wollen uns jetzt erstmal einen ersten Eindruck verschaffen und beginnen erstmal auf dem Sandstrand des Freibades und werden mal sehen, was wir da jetzt finden können. Stück für Stück werden wir uns am Ufer entlang von hier aus immer weiter bis ganz nach da hinten vorarbeiten. Kommt mit! Eine komplett runde Kugel. Keine Ahnung, welche Verwendung die man hatte, aber das ist ein cooler Fund. Schaut mal hier. Mega. Kann man das sehen? Ich weiß es nicht genau. Ein altes 10-Pfennig-Stück.
Und dafür, dass es so lange im Boden war, gar nicht schlecht erhalten. Jo! Moin! Moin! Ja, schaut euch das an. Schon wieder so eine Münze. Am Rand ziemlich verrostet, rundherum. Da würde ich glatt mal darauf tippen, das ist wieder D-Mark, also besser gesagt ein Pfennigstück. Wahnsinn. Nur altes Geld, keine Euros hier. Irre. Oh, wow. Eine Kette. Kinderschmuck, aber eine Kette. Nach einer intensiven Suche am Freibadstrand des Badesees sind wir wieder an dem Ort angekommen, an dem wir heute Morgen gestartet sind und können natürlich nun eine ganze Menge von dem berichten, was wir gefunden haben. Und deshalb blenden wir mit euch jetzt in die Fundauswertung. Während unserer Suche am Badesee wurden uns eine Menge Münzen angezeigt. Das ist grundsätzlich erstmal nichts Ungewöhnliches. Insgesamt, das haben wir nachgezählt, sind 31 Münzen zusammengekommen. Was dann aber doch sehr interessant ist, ist die Anzahl der D-Mark-Münzen, die bei unseren Funden mit dabei sind. Wir schauen jetzt erst einmal auf die Euro-Münzen. Wir hatten ja gerade gesagt, insgesamt sind es 31 Münzen, die bei unserer Suche zusammengekommen sind. Davon sind 18 Münzen Euro-Münzen. Die restlichen 13 stammen noch aus D-Mark-Zeiten und selbstverständlich kommt es immer mal wieder vor, dass man eine Münze aus D-Mark-Zeiten findet, aber in dieser Anzahl und Häufung ist das selbstverständlich schon eine kleine Besonderheit und natürlich auch immer sehr erfreulich für uns. Es ist natürlich klar, dass die D-Mark-Münzen schon lange im Boden gelegen haben. Mehr als 20 Jahre waren sie der Witterung ausgesetzt und entsprechend sehen sie halt manchmal aus, manchmal eben halt auch nicht. Das ist sehr faszinierend, wie wir hier unten an den Münzen sehen. Natürlich ist dort Rost vorhanden, aber dann doch relativ wenig im Vergleich zu den anderen Münzen, die wir haben. Und um es einmal zu vergleichen, haben wir diese beiden D-Mark-Münzen, die eben halt nicht im Boden gelegen haben, als Vergleich und schauen uns das jetzt noch einmal genau in der Nahaufnahme an, was sich dort wie verändert hat. Anhand dieses Beispiels hier wollen wir euch einmal
erläutern, wie sehr sich der Zustand der Münzen im Laufe der Jahre im Boden verändert hat. Es handelt sich immer um dieselben D-Mark-Münzen. Auf dieser Seite immer ein Einpfennigstück im unterschiedlichen Erhaltungszustand und ebenfalls auf dieser Seite ein 10-Pfennigstück, auch immer mit einem unterschiedlichen Erhaltungszustand. Die Münzen hier unten dienen als Referenz und stammen aus unserer privaten Sammlung. Die hier oben haben wir am Badesee gefunden. Bei den Münzen hier unten, die aus unserer privaten Sammlung stammen, handelt es sich um Umlaufmünzen, die zwar in Gebrauch waren, aber niemals der Witterung, dem Boden und der Feuchtigkeit ausgesetzt waren. Dementsprechend sind sie zwar gebraucht, aber in einem guten Erhaltungszustand im Vergleich zu den anderen Münzen hier oben. Was man erkennen kann, ist, dass die Münzen vom Badesee in der Mitte, besonders am Rand, begonnen haben zu rosten. Wenn dieser Prozess weiter fortschreitet, landet man irgendwann hier oben bei diesem Zustand. Die Begründung dafür ist relativ einfach, denn die alten D-Mark-Münzen hatten im Inneren einen Stahlkern. Auch hier sieht man schon leichten Rost, der sich bildet. Und die Münzen selber waren dann plattiert, entweder mit Kupfer oder mit Messing. Jetzt ist es natürlich logisch, wenn diese Münzen der Feuchtigkeit ausgesetzt sind, dann beginnt der Stahl zu rosten. Das heißt, sie fangen an, vom Rand her weg zu rosten. Der Rost dehnt sich dann immer weiter in die Mitte aus. Und genau das sieht man jetzt hier oben. Bei diesen Pfennigstücken ist der Rost schon so weit fortgeschritten, dass die Münzen komplett ummantelt sind. Und von dieser Münze wird natürlich nicht mehr besonders viel erhalten geblieben sein. Wenn wir diese ganzen Funde jetzt hier vor uns sehen, dann ist es doch wirklich sehr erstaunlich, wie viele D-Mark-Münzen doch insgesamt zusammengekommen sind. Das hat einen ganz gewissen Grund und welcher Grund das ist, das zeigen wir euch jetzt. Aber dazu blenden wir noch einmal zurück an unseren Suchort am Badeseestrand. Im Gegensatz zum Meer und der Küste hat man bei einem Binnengewässer hier im Landesinneren den eindeutigen Vorteil, dass es hier kaum zu Überflutungen und vor allen Dingen Stürmen kommt, die den Untergrund aufwühlen. Es könnte natürlich eine Überschwemmung bei Hochwasser geben, aber auch das ist bei unserem Binnensee hier nicht möglich, weil er keinen natürlichen Zulauf hat. Das heißt, er wird von dem Regenwasser gespeist und am Untergrund wird sich daher nicht viel verändern. Wenn es keine Hochwasserereignisse oder ansonsten irgendwelche Vorkommnisse gibt, die etwas verändern, bleibt im Boden alles genauso wie es ist. Und ich denke, das wird auch die Erklärung dafür sein, dass wir so viele D-Mark-Stücke finden konnten. Wenn man so will, könnte man also sagen, dass der Sandstrand des Badesees wie eine Zeitkapsel funktioniert hat, der unsere Funde aufbewahrt hat, so lange, bis wir sie nun wiederentdeckt haben. Und dadurch konnten wir so viele tolle D-Mark-Münzen wiederfinden. Da es sich bei unserem Badesee um eine Freizeitfläche und keine archäologische Fläche handelt, war es zu erwarten, dass Freizeitgegenstände wie auch dieses Auto auftauchen könnten. Das Spielzeugauto ist wahrscheinlich dem armen Kind irgendwie abhanden gekommen und es hat es im Sand nicht mehr wiedergefunden. Wir konnten den Besitzer oder die Besitzerin leider nicht mehr ausfindig machen, sonst hätten wir das Spielzeugauto natürlich gerne zurückgegeben. Aber wie gesagt, solche Funde waren natürlich auf einer Freizeitfläche zu erwarten. Weitaus weniger erwartbar war dann unser Fundstück Nummer 3, die mysteriöse Kugel. Wie sie an den Badesee gekommen ist, das können wir nicht mehr sagen. Und ob sie vielleicht einmal als Freizeitgegenstand ebenfalls mitgenommen worden ist und dann verloren ging, das wäre natürlich eine Möglichkeit, wie sie dorthin gelangt ist. Definitiv handelt es sich nicht um eine Musketenkugel. Das wäre ja auch eine mögliche Theorie. Allerdings sprechen zwei Umstände dagegen. Erstens handelt es sich, wie gesagt, nicht um eine archäologische Fläche, sondern um einen Baggersee. Und bei dem ausgebaggerten Gelände, da wäre eine Musketenkugel einfach am falschen Platz. Außerdem handelt es sich bei dieser Kugel um eine Eisenkugel, wie man vielleicht auch schon an den Rostspuren erkennen kann. Und Eisenkugeln werden bei Musketen natürlich nicht eingesetzt. Auch das ist eine Tatsache, die dagegen spricht. Die Kugel bleibt also ein kleines Mysterium.
hat dafür aber eine schöne Abwechslung in die Suche gebracht, da das mal ein Gegenstand war, mit dem wir so überhaupt nicht gerechnet haben. Und er hat natürlich ein bisschen Abwechslung hineingebracht. Damit sind wir am Ende bei Fund Nummer 4 angekommen, dem Modeschmuck. Und auch das ist natürlich immer ein spannender Fund, wenn man ein bisschen Modeschmuck findet. Echter Schmuck wäre natürlich noch interessanter, aber wir sind dankbar für jeden Fund, den wir auffinden konnten und haben damit insgesamt ein sehr interessantes Potpourri an Funden bei unserer Suche am Badesee zusammentragen können. Alle Funde gemeinsam zeigen wir euch jetzt in der Übersicht nochmal in der abschließenden Fundschau und wünschen euch dabei viel Spaß. Die Suche am Freibadstrand des Badesees haben wir jetzt erst einmal abgeschlossen, was allerdings nicht heißen wird, dass wir nicht nochmal in derselben Art und Weise hier weitermachen werden. Allerdings haben wir schon eine Idee für ein anderes Video hier am Badesee, und zwar nicht am, sondern im Wasser, und auch das befindet sich natürlich in unserer Planung. Sobald es soweit ist, hoffen wir, dass ihr natürlich wieder mit dabei seid, und danken euch fürs Zusehen und sagen bis zum nächsten Mal.
Tschüss.